DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. War im Vergleich zur NSA die Stasi nicht ein harmloser Dilettantenverein? Was soll das dauernde Gerede vom Stasi-Unrecht heute noch? Natürlich drängt sich der Vergleich zwischen der Stasi und der NSA angesichts der heutigen Debatten geradezu auf. Dennoch gibt es eine ganze Reihe von fundamentalen Unterschieden. Die Stasi agierte im rechtsfreien Raum. Sie war Überwachungsinstanz, Spionageeinrichtung, Untersuchungsbehörde und Strafvollzug, alles in einem. Das war alles in einer Hand. Die Geheimnisse, die im Auftrag der amerikanischen Regierung arbeiten, unterliegen ja im Prinzip letztendlich doch irgendeiner demokratischen Kontrolle. Jedenfalls kann man sowohl in Amerika als auch bei uns öffentlich darüber diskutieren, man kann es öffentlich kritisieren. Auf der anderen Seite, wenn ich so an die Tage zurückdenke, als wir im Januar 1990 da einmarschiert sind bei der Stasi, ich habe also diese Auflösung begleitet vom Januar 90 bis zum März 1991, da hat man sich doch immer wieder gefragt, diese ganzen Riesenbemühungen der Staatssicherheit, dieser gigantische Überwachungs- und Spionage- und Schnüffelapparat hat im Grunde diesem Staat, den er ja dienen sollte, überhaupt nichts genutzt. Die haben nun gigantische Aktenberge angelegt, jeden und alles ausgekundschaftet, spioniert, abgehört. Sie sind regelrecht ersoffen im eigenen Datenmüll. Sie wussten vor lauter Einzelheiten nicht mehr, was sie mit all diesen Untersuchungsergebnissen anfangen sollten. Also man sollte mal, wenn man jetzt über NSA und CIA und BND und so weiter diskutiert, durchaus mal an das traurige Ende der Stasi denken, der ja mal für der beste Geheimdienst der Welt gehalten wurde, welches klägliche Ende der genommen hat im Jahre 1990. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.